es wird noch ein hassigerer Nachmittag, als wir gedacht haben. To the city streets, we began to feel the fire. Guten Morgen, Menschen. Guten Morgen. Wir sind heute in Temu. Toller Ausblick, wie man Ja. sieht. Wir schauen hier gegenüber in die Berge. Bitte? Gestern? Wie hat es dir gefallen? Das Stückchen Autobahn war nötig, aber langweilig. Hinter uns die schwarzen Wolken, rechts von uns die schwarzen Wolken, über uns blauer Himmel. Haben dann noch erst einen Kaffee getrunken, dann ein bisschen später Picknick gemacht am Passo di Presolana. Und dann hatten wir den, wie ist der, Passo di Vivione, Ja. oder so ähnlich. Ja. Das war eine bessere Kartbahn und Wahnsinn. Das hat richtig Spaß Das war gemacht. richtig schön und der Ausblick traumhaft. Also der lohnt sich. Heute wetteroptimiertes Programm. Gegen Mittag soll es dann schon von Österreich rüber sehr stark regnen. Das heißt, wir fahren jetzt noch Richtung Meran. Da sind noch 2 Pässe. Kurz vor Sterzing kommt noch der Jaufenpass. Ab Sterzing sind es noch 250 Kilometer. Da können wir dann auf die Autobahn, wenn es wirklich schüttet, machen uns wasserdicht und dann fahren wir die restlichen Fahr nach Hause. 250 Kilometer Augen zu. Fahr nach Hause. Geradeaus. Ich hatte 4 Wochen, die mir super gut gefallen haben. Ja, und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Für mich ist es schade, ich würde gerne weitermachen. Es gibt immer ein nächstes Mal. Ja, nächstes Mal wieder. Nächstes Jahr. Ja. Wir machen einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Ciao. Jetzt hat es zwar sonnig, aber 17, gerade umgesprungen auf 18 Grad. Aber sehr angenehm bei den Geschwindigkeiten. Wir starten von Temu nach Osten Richtung Bozen und kommen gleich zum ersten Pass, dem Passo del Tonale. Dann immer weiter auf der SS42 über den Mendelpass, durchqueren das Etschtal unterhalb von Bozen am Kalterer See vorbei, in die Dolomiten und schließen den Tag mit einer halben Sellerronde ab, über das Sellerjoch und das Grödnerjoch bis Kolfuschk. Der Passo Tonale auf der Rückseite hier, denke ich, von dem Berg. Gleich was zum Reifen warm fahren. Der Passo del Tonale hat nur ein paar Spitzkerne und ist fahrerisch nicht sehr herausfordernd, dafür landschaftlich sehr ansprechend. Passo Gavia stand da noch dran, das wäre die Alternative gewesen. Passo Gavia und dann der Stifter Joch. Schaut mal hier die Aussicht, wow, ha? Oh. Toller Blick. Wow, oder? Passo del Tonale. Auf 1900 Metern. Deswegen auch 13 Grad, aber es fühlt sich nicht an wie 13 Grad, muss ich sagen. Kannst du einen Helm kaufen auf dem Pass, falls dir deiner verloren gegangen ist. Ne, wir fahren da drüben auf dem Parkplatz und machen ein schönes Foto. Ja. Welcome to the Trentino. Wir schwingen uns jetzt ganz gemütlich vom Passo del Tonale talwärts. Da oben in der Schattenregion, da liegt noch ordentlich Schnee. Ja, hier ist für Motorradfahrer auf 60 beschränkt, damit der Porsche vor uns eine faire Chance hat. Der hat Blaulicht in dem Auto drin. Das ist die örtliche Zivilstreife. Oder der hat zum Spaß vorne ein paar blaue LEDs sich reingebaut. Noch zu früh, aber Arrivederci zu sagen.
Wir genießen die letzten Momente hier. Also ich suche jetzt mal gleichzeitig ein schönes Café in der Sonne und eine Bäckerei. Du kannst eher einen Koffer kaufen hier als eine Bäckerei finden. Gibt's ja nicht. Zahnarzt, Elektro, Pharmacia. Ich hätte mir jetzt früher ein Tattoo stechen lassen können, als ein Brot kaufen. Und im Übrigen haben wir uns gerade entschieden, nochmal einen Tag zu verlängern. Das sieht zwar jetzt hier, ziehen schon die ersten Wolken auf, aber insgesamt sieht es eigentlich gut aus. Genau, deswegen werden wir jetzt nochmal Richtung Söller runterfahren und schauen, dass wir dann noch einen Tag rumbringen, solange das Wetter hier so schön ist und in München noch recht geistlich. Ja, also das wird noch ein passigerer Nachmittag, als wir gedacht haben. Unser neues Quartier liegt irgendwo am Ende vom Goldner Tal. Schöner Blick ins Tal rein. Hier gibt es wahnsinnig viel Apfelanbau, wie man es halt kennt aus Südtirol. Passo Mendola. Entschuldigung, Passo Mendola. Schon, oder? Nix. Auto. Wow, schau mal den Ausblick hier. Hier wäre auch ein guter Platz. Oi, sollen wir hier halten zum Essen? Das wäre eigentlich super hier. Weißt du, was total nervt? Die Motorräder. Ja, brutal, oder? Wahnsinn, diese Motorradfahrer. Ich weiß auch nicht. Also, 60 ist noch zu schnell. Alles traumhaft hier. Sogar die Baustellen traumhaft. Hier hoch. Von Westen kommt, ist die Auffahrt zum Mendelpass sehr gemütlich, während die Abfahrt auf der Ostseite ein absoluter Kurvengenuss ist. Schauen wir mal, nach Bozen noch 23 Kilometer. Ja, das sieht schön aus. Mendelpass. Also wir sind schon drauf. So. Schwupp. Einmal Kurve bitte sehr. Ja, der Mendelpass von hier, von der Seite ist aufregender als von der anderen. Ja, nochmal eine Kurve mit einem phänomenalen Ausblick. Also der Mendelpass runter hat jetzt schon tierisch Spaß gemacht, muss man sagen. Da auch diese kleinen, sehr schmalen Stücke. So, das nach links, der Blick auf den Kalterer See. Ja, die sind durchnummeriert, die Tornantes. Das war die Nummer 1. Könnte man nochmal die Badesachen auspacken.
Guck, da links ist auch ein, sieht aus wie ein Badestrand, ein Freibad. Endlose Reihen von Apfelplantagen. Wessen Idee war jetzt, ein Eis zu essen? Wessen Idee war das? Ekelhaft, diese Eisbecher. Aber bei der Hitze das einzig wahre. Der Karasee rechts von uns. Carapaz, Passo Costa Lunga. Wow, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Auf 1800 Meter. Wir genießen noch ein bisschen die Sonne, weil auf der Rückseite Grödener Joch ist jetzt schon Schatten. Da jodelt es gerade ganz schön runter, da hängt eine Wolke. Da vor uns ein Stück in die Seller. Wir steigen bei Kanzenei in die Sellerrunde ein, über das Sellerjoch und dann auf der anderen Seite über das Grödner Joch Richtung Kolfisch. Oh, Bus von oben. Also ein bisschen zugig um die Nase jetzt, 14 Grad. Und die Gewitterfront, die jetzt ein bisschen weiter links sich noch austobt, die war hier vor einer Stunde, würde ich mal sagen, auch unterwegs. Wir stellen uns wieder oben an die gleiche Stelle hin wie letztes Jahr und machen ein Foto. Oder lassen wir eins machen. Jetzt sieht man die Rückseite. Genau, hier war die Baustelle, sind wir letztes Jahr noch durch Kies durchgefahren. Ja, ich bleib oben stehen am Joch. Bin hier, ich bleib hier drüben stehen.
Ich glaube, ich hab's Nummer 3. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.